Ich bin Helena, ich bin 33 Jahre und lebe in Berlin. Ob ich am Abend vorher Alkohol getrunken habe, sehe ich mir mittlerweile im Spiegel an. Extra starker Kaffee für extra starken Kater. Wenn es was zu feiern gibt, dann bin ich am Start. Mein Move, wenn ich eskaliere, würde ich sagen. Ja, ist eine lustige Sache. Gehört irgendwie zu meinem Leben dazu. Manchmal frage ich mich aber, wie viel ist zu viel? So, check your drinking. Mit dem Selbsttest Check Your Drinking kannst du herausfinden, wie es um deinen Alkoholkonsum steht. Ich habe ein bisschen Schiss davor, ehrlich gesagt. Habe ich am Freitag Alkohol getrunken? Was war am Freitag? Es geht um die letzten 7 Tage. An welchen Tagen hast du Alkohol getrunken? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Das ist echt schwierig nachzuvollziehen für mich, was ich genau an welchem Tag getrunken habe. Jetzt um die Fragen, warum, aus welchen Gründen ich Alkohol getrunken habe. Weil es Spaß macht. Wenn da jetzt rauskommt, Sie haben ein krasses Alkoholproblem. Dein Konsum ist riskant. Es gibt risikoarm, riskant und schädlich. Ich bin immer, ja, riskant, okay. Ich frage mich, warum trinke ich eigentlich? Wo hört der Spaß auf und wo fängt die Sucht an? Und wie wird sich mein Leben verändern, wenn ich mal längere Zeit nichts trinken würde? Gerade in Berlin fällt mir auf, Alkohol gibt es an jeder Straßenecke. Fast 11 Liter reinen Alkohol trinken die Deutschen pro Kopf im Jahr und liegen damit deutlich vor den weinliebenden Italienern. Dabei ist Alkohol wirklich gefährlich. Schätzungsweise 74.000 Menschen sterben in Deutschland jährlich an den Folgen von riskantem Alkoholkonsum. In diesem Film treffe ich Menschen, die ihre ganz eigene Haltung zu Alkohol gefunden haben. Für die einen gehört regelmäßiges Trinken einfach dazu, die anderen haben komplett damit aufgehört. Ich habe bei meinen Recherchen viele Menschen gefunden, die nüchtern sein so als Lebensstil haben. Eine davon ist Vlada, die hat sogar einen Instagram-Account und die coacht auch Menschen, die nüchtern bleiben wollen oder nüchtern werden wollen. 30 Tage katerfrei ist der Hashtag. Und die treffe ich jetzt und ich habe sehr viele Fragen. Die Sobriety-Bewegung, Sobriety heißt übersetzt Nüchternheit, kommt aus England und den USA. Vlada Mettich will mithelfen, den bewussten, alkoholfreien Lifestyle auch bei uns zu etablieren. Vlada ist wie ich Mitte 30. Sie war alkoholabhängig. Vlada. Ja. Ich mache mir seit einiger Zeit Gedanken darum, ob ich zu viel trinke. Aha. Seit ungefähr einem Jahr. Und ich habe einen Test gemacht im Internet, der sagt, mein Trinkverhalten ist riskant. Okay. Was bedeutet das aus deiner Ich Sicht? meine, ich habe auch super viele Online-Tests gemacht, ob ich denn schon Alkoholikerin bin oder nicht. Und eigentlich wollte ich mir dadurch immer beweisen, dass ich es nicht bin. Und es kam auch bei mir raus, ich bin eine riskante Trinkerin. Aber nichtsdestotrotz hat es mich nicht davon abgehalten, weiter zu trinken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das Gefühl habe, oder wenn dein Bauchgefühl dir sagt, dass du zu viel trinkst, dann ist es ja auch so. Ich glaube, was wichtig ist, ist zu verstehen, warum du es eigentlich brauchst. Das heißt, jetzt mal für mich gesagt, so eine klassische Situation. Ich komme aus einem super stressigen Arbeitstag, setze mich irgendwo in eine schöne Bar draußen hin und denke mir so, ach geil, jetzt ein kaltes Bier. Dann überlege ich mir vorher, was gibt mir dieses Bier?
Du überlegst dir, was du eigentlich brauchst. Also was ist denn gerade in dem Moment gefühlt nicht stimmig? Vladas Ansatz ist nicht belehrend. In ihrem Mentoring bietet sie Videocalls, tägliche Aufgaben und eine Community, die unterstützt. Das alles für Menschen, die merken, dass Alkohol eine zu große Rolle in ihrem Leben spielt. Vlada, was ist denn deine Geschichte? Also wann hast du gemerkt, dass du ein Problem hast mit Alkohol? Ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann einmal abhängig werden könnte. Und wenn ich mein Leben so betrachte, habe ich ein ganz normales, hippes Leben geführt. Ich hab studiert in Leipzig, bin dann nach Paris gegangen, habe in Berlin gelebt. Und wenn jemand Außenstehendes auf mich geguckt hat, hätte er, glaube ich, nie vermutet, dass ich ein Thema mit Alkohol oder anderen Drogen habe. Und wie viel hast du denn getrunken? Was waren das für Mengen? Ich war lange bei einer Flasche Wein am Abend und habe das aber auch lange... Alleine für dich dann, oder? Ja. Und habe das aber auch lange so durchziehen können, weil ich ja funktioniert habe. Ich bin ja morgens dann aufgewacht und konnte auf Arbeit gehen und hatte ein soziales Leben und habe so ausgesehen, wie ich aussehe und hätte quasi... Ich habe immer gedacht, Abhängige sind die anderen. Abhängige sind die Menschen, die tatsächlich so alles verloren haben und so ganz klischeehaft am Kotti sitzen. Es wurde dann so viel, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und körperliche Entzugserscheinungen hatte. Und da wusste ich, jetzt ist was komplett außer Kontrolle geraten. Also das war so der Augenöffner, dass ich gesagt habe, da muss jetzt was passieren. Es hat dann noch eine Weile gedauert, also ein halbes Jahr, bis ich dann tatsächlich in eine Entzugsklinik gegangen bin. Was waren denn die körperlichen Entzugserscheinungen? Wie musste ich mir das vorstellen? Meine Hände haben gezittert. Ich musste dann kontern, damit ich eine ruhige Hand habe. Aber das will ich noch mal betonen, das ist quasi das absolute Ende der Kette. Also es war lange Zeit, ich war 10 Jahre lang abhängig, ohne dass ich, also psychisch abhängig, ohne dass ich körperliche Symptome hatte. Wie hat sich dein Leben verändert? Eigentlich gar nicht so viel. Aber ich gehe jetzt lieber in Cafés oder ich verbringe meine Zeit im Park oder ich mache Yoga oder ich gehe durch den Wald. Ich mache so Dinge, von denen ich früher dachte, dass die totlangweilig sind. Und heute denke ich mir so, ey, das ist mein Leben. So fühlt sich Leben eigentlich an, so die kleinen Dinge. Krasse Geschichte. Ich bin echt erschrocken über das, was Vlada mir erzählt hat. Lost and found, my mind, but only for a moment. Es muss sich was ändern. Ich will das Thema jetzt wirklich ernst nehmen. Irgendwie freue ich mich jetzt drauf, seltsamerweise, auf diese, ich habe jetzt mal gesagt, 10 Tage, in denen ich mal ganz bewusst nichts trinke. Und ich freue mich drauf, weil das nicht einfach nur ein stumpfer Verzicht ist, den ich jetzt durchziehe, sondern weil es ja so mit Aufgaben verbunden ist, die mir Vlada gegeben hat. Also wirklich so ganz aktiv darüber nachdenken, warum will ich trinken? Wie gehe ich mit Menschen um, mit denen ich weggehe in der Zeit? Das wird auch interessant. Die habe ich noch gefunden in meiner Küche. Eine angebrochene Flasche Weißburgunder. Die wird 10 Tage nicht überleben. Ja, die kommt jetzt weg. Ein schönes Glas Wein, ein kühles Bier, nach dem Essen ein Schnaps. Ich mag dieses Gefühl, wenn der Alkohol zu wirken beginnt. Und zu einem schönen Kneipenabend gehört für mich schon immer auch Alkohol. Aber warum eigentlich? Diese Flasche Wein, die bringe ich jetzt zu Bernd. Bernd, der hat beruflich auch mit Alkohol zu tun. Ihm gehört nämlich eine Kneipe, ihm gehört eine Bar und er trinkt auch ganz gerne, habe ich mir sagen lassen. Mit ihm habe ich jetzt ein paar Dinge zu klären. Ich bin Helena. Bernd ist 41 und der Wirt des Poschtekel, eine Musikkneipe in Neukölln, in der sich alles um Dackel dreht. Er hat 2 davon. Bernd steht 6 Tage die Woche hinterm Tresen und stößt auch gerne mit seinen Stammgästen an.
Bernd, sag mal, was hast denn du als Wirt und Kneipenbesitzer für einen Bezug zum Alkohol und zum Rausch, sage ich jetzt mal? Ja, also als Wirt und Barbesitzer liegt mir der Rausch meiner Gäste natürlich wahnsinnig am Herzen, das ist schon mal klar. Aber auch als Privatperson, also seit Teenager-Tagen, ich bin halt ein echter Kneipenmensch. Warum trinken die Menschen in Kneipen Alkohol? Was würdest du sagen? Weil Kneipen, glaube ich, schon immer ein Zufluchtsort waren. Also schon seit Menschengedenken, seit es die Einrichtung von Gastronomie, Kneipen, Bars gibt. Aber warum trinken Sie keine Cola? Ja, weil natürlich dieses gesellige Zusammensein schon auch immer mit Alkohol verbunden ist. Also man wird lockerer, die Gespräche fallen leichter. Also ganz egal, in jede Himmelsrichtung. Wenn man etwas auf der Seele hat und man möchte etwas erzählen, geht das leichter, wenn man 2 Bier im Kopf hat. Keine Ahnung. Wenn man ein tolles Mädchen trifft und möchte es ansprechen, geht es vielleicht auch leichter, wenn man 2 Wein getrunken hat. Also es erleichtert schon viel, glaube ich. Und in der Bar, gerade wenn es dunkel ist, ein bisschen schummrig, man hat einfach andere Abende tatsächlich. Mein kurzer Thekendienst macht mir sofort wieder Spaß. Ich habe selbst lange in Bars gearbeitet und das Trinkgeld oft im wörtlichen Sinne verstanden. Warum bist du gerne angeschwipst? Ich glaube, bei mir hat das was damit zu tun, dass ich mich standhaft weigere, so klassisch erwachsen zu werden. Also ich führe jetzt nicht ernsthaft ein anderes Leben mit Anfang 40, als ich es mit Anfang 20 geführt habe. Und ich glaube, ich möchte diesen Zustand gerne noch ein bisschen beibehalten. Also ich möchte nicht so richtig erwachsen sein, glaube ich. Und das kann, also ich wohne ja auch unter anderem in dieser Stadt, die mir eine gewisse Möglichkeit bietet, dass ich bis morgens irgendwann von Kneipe zu Kneipe ziehen kann und dass ich nicht darüber nachdenken muss, eigentlich darf ich das oder ist das meinem Alter entsprechend? Ja, ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall noch mal wieder. Ja, unbedingt. Mit sehr trinkfreudigen Freunden. Sehr trinkfreudigen Freunden. Na, ich bin gespannt. Alles klar. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Auch die Autos ziehen jetzt mit. Es war ein langer, harter Weg. Bestimmt auch nicht einfach. Hat sich vielleicht auch anders vorgestellt. Aber es ist lustig, wie mir jetzt so Sachen auffallen. Die Treffen mit Vlada und Bernd bringen mich echt zum Nachdenken. Zusammen trinken ist schön und gemütlich und lustig, aber Alkohol wirkt auch total zerstörerisch. Nicht nur auf der persönlichen Ebene. Ich habe mir aber noch mal die Zahlen angeguckt zu Straftaten und zu Unfällen, die unter Alkoholeinfluss passieren. Und das ist auch echt irgendwie krass, das so zu lesen. 1/4 aller Vergewaltigungen im Jahr 2018 sind passiert unter Alkoholeinfluss. Und auch im Straßenverkehr ist Alkohol natürlich ein Mega-Thema, auch wenn die Zahlen da zurückgegangen sind in den letzten 20 Jahren. Im Jahr 2018 hat es fast 14.000 Autounfälle gegeben mit Personen, die Alkohol getrunken haben, und 244 Personen wurden dabei getötet. Ich habe einen Termin bei der Suchtberatungsstelle von Frau sucht Zukunft. Schon seit über 30 Jahren können Frauen und Mädchen hierher kommen, wenn sie abhängig geworden sind. Annika Wolters ist die therapeutische Leiterin. Wie viel Alkohol ist denn eigentlich zu viel? Für Frauen gilt nicht mehr als täglich ein Glas Wein oder Sekt. Da sprechen wir von 0,125, also ein kleines Glas Wein, oder 0,3 Liter Bier, also 12 Gramm Alkohol pro Tag, wobei mindestens 2 alkoholfreie Tage in der Woche sollten eingehalten werden. Und bei Männern ist es die doppelte Menge. Ist das wegen der Körpergröße oder? Nee, also die Anatomie der Frau ist tatsächlich anders. Und zwar haben wir einen höheren Fettanteil als Männer und weniger Wasser. Und genau genommen könnte man sagen, der Alkohol ist nicht so verdünnt wie beim Mann. Also, und er baut sich im Fettgewebe einfach nicht ab. Das heißt, die Wirkung ist viel schneller da und Alkohol baut sich auch langsamer ab bei der Frau. Ich stelle aber auch fest, dass in meinem Umfeld, sage ich jetzt mal unter Frauen, in meinem Alter zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie alles können. Also man muss gut sein im Beruf, man muss irgendwie
gut aussehen, am besten hat man noch ein Kind oder 2 und eine funktionierende Partnerschaft und man kann aber auch noch trinken gehen am Wochenende. Das klingt auch so, als könnten sie es nicht schaffen. Frauen berichten das häufig, dass einfach zu viel ist, ne? Die ganzen Anforderungen an die verschiedenen Rollen. Und es ist auch kein Platz mehr, ne, für Entspannung, für Ruhe. Gibt es denn eine gesunde Art, Alkohol zu konsumieren überhaupt? Streng genommen, nein. Alkohol ist immer schädlich. Gestern Abend habe ich gedacht, jetzt in eine Bar gehen und da so ein gutes Glas Rotwein trinken, mein Notizbuch mitnehmen, mir ein paar Gedanken aufschreiben. Ach, das wäre jetzt gut. Und ich habe ehrlich gesagt kurz gedacht, ich mach's einfach und sag's nicht. Geht gar nicht. Ich habe es dann nicht gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, wie oft wird eigentlich gelogen und beschissen bei der Frage, wie viel hast denn du getrunken so an einem Abend? Aber was trinke ich denn eigentlich, wenn ich nicht trinke? Vlada nimmt mich mit zu einem Pop-Up-Store in Kreuzberg, wo es alkoholfreien Wein, Gin und Co. zu kaufen gibt. Ich bin mega skeptisch. Ob das schmeckt? Hier einmal ein Gin Tonic bzw. einen alkoholfreien Gin Tonic. Und die möchten gerne den Gin so nah wie möglich kommen. Deswegen ist auch der Wacholder-Geschmack ganz prägnant. Kommt sehr, sehr nah an Gin Tonic. Ja? Ja, das finden wir auch. Ja, witzig, ne? Was fehlt? Ist das danach, Ist das, ne? was danach so... Der Alkohol? Der Entspannungseffekt. Der Entspannungseffekt. Ja, der sedierende Effekt. Wie Gin Tonic ohne Entspannungseffekt. Sparkling und Wein. Letztendlich mit der Alternative fühlen wir uns auch dazugehörig als Menschen, die auf Alkohol verzichten. Es ist jetzt 6:30 Uhr und ich erfülle mir einen kleinen Traum. Ich hoffe, ich schaff's. Und zwar Sonnenaufgang auf dem Drachenberg. Also hinlaufen natürlich. Es sind ungefähr 8 Kilometer. Und etwas, was ich auf jeden Fall nie machen würde, wäre ich am Abend vorher in der Bar gewesen. Ich glaube, ich schaff's. Monstergut, oder? Monstergut. Ist es schön. Ich habe super viel über Alkohol nachgedacht. Auch in Filmen und Büchern. Es wird überall gesoffen. So. Sex and the City habe ich gebingewatcht. Und was mir hängen geblieben ist von Sex and the City ist, dass diese 4 Frauen ständig Cosmopolitans trinken, aber the time of their life haben. Es gibt eine super interessante Studie von niederländischen Wissenschaftlern. Die ist etwas kompliziert, aber verkürzt gesagt, haben die herausgefunden, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang, ob in einem Film viel getrunken wird und wie die Zuschauer darauf reagieren, weil die trinken dann nämlich auch mehr, oder wenn in einem Film kein Alkohol getrunken wird. Das heißt, man passt sich immer dem an, was man so sieht und was man sympathisch findet. Über die gesellschaftliche Funktion von Alkohol spreche ich mit dem Soziologen Markus Schröer. Er forscht zu Rausch und Ekstase. Herr Schröer, es ist ja eine spezielle Zeit momentan, weil die Clubs sind zu, viele Bars schließen früher oder man kann die nur eingeschränkt betreten. Das ist alles nicht ganz so einfach. Trotzdem wollen ja viele aber auch auf Rausch und Feiern nicht verzichten. Warum ist das? Was ist da Ihre Erklärung dazu? Ja, meine Erklärung dazu ist, dass wir
letzten Endes Wesen sind, die mit der Isolation, mit der Einsamkeit nicht gut umgehen können. Das heißt, wir suchen Gemeinschaften, wir suchen Geselligkeit, wir suchen Kollektivität und damit hat das Rauschthema, das Feste feiern, eben sehr viel zu tun. Also ich glaube, Drogen aller Art haben eigentlich immer eine Rolle gespielt bei Festen feiern, bei Rausch, bei Ekstase. Es ist immer als ein Verstärker benutzt worden. Können Sie da auch irgendwie einen Unterschied jetzt noch feststellen, wie wir heutzutage so eine mega optimierte Gesellschaft auch sind, wie Alkohol und der Rausch damit mit reinspielt, dass das irgendwie auch ein Ventil wird, um Druck abzulassen? Diese Selbstoptimierungszwänge, die es gibt, die Kontrollen über den Alltag, das Funktionieren müssen, das Eingezwängtsein in einem Korsett von Verhaltensstandards, wenn man so will, das verlangt natürlich nach dem berühmten Ventil. Interessant daran ist, dass wir eigentlich Schilderungen darüber haben, dass in anderen Gesellschaften früher das sehr geplant unterbrochen worden ist und dann aber auch für viele, viele Tage gefeiert wurde und damit ein Gegensatz zum Alltag aufgebaut wurde, der sehr klar unterscheidbar war. Also da ist eine sehr starke Trennlinie eingeführt worden. Und wir haben heute eigentlich eher ein Phänomen, wo wir sagen, ebenso wie Arbeit und Freizeit immer mehr miteinander verschwimmen. Wir wissen gar nicht so genau, das geht ineinander über. Arbeiten wir noch oder ist es schon Freizeit? Und wenn ich glaube, es ist Freizeit, erreicht mich doch noch eine Mail, auf die ich reagieren muss. Und das hat auch was mit Festen und Feiern zu tun, die sich auch in den Alltag eingeschlichen haben. Ja, das ist total interessant. Das ist mega interessant. Das müssen wir feiern. Spaß. Vielen Dank, Herr Schröer. Ich treffe mich jetzt mit Florian und Daniel und wir gehen aus. Ich muss dazu sagen, Florian und Daniel treffen, das hat für mich immer bedeutet, eher mehr trinken, um es so auszudrücken. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das jetzt das erste Mal ist, dass ich tatsächlich ausgehe und ich darf ja nichts trinken. Ich habe aber das Gefühl, es kommt gut. Stand jetzt. Leben am Limit. Ausgehen mit meinen trinkfreudigsten Freunden. Wie ist es, nüchtern zu bleiben, während Ihr Pegel Runde um Runde steigt? Was war der schlimmste Abend da in diesem Club? Wie hieß der? Osho? Da habe die wollten mir wohl aus gutem Grund kein Bier mehr geben, worauf ich die Flasche hinter die Bar geschmissen habe. Dann wollten mich die Türsteher entfernen. Dann habe ich so immense Kräfte entwickelt, dass ich die beiden vermöbelt habe. Wie wichtig sind denn diese Heldengeschichten? Heldengeschichte, 2 Türsteher vermöbelt, Saufgeschichten. Saufgeschichten sind immer lustig, aber nicht, also jetzt so Nicht immer. Nein, die waren nicht lustig. So heroisch erzählt. Das ist doch, ich kenne das auch von mir, dass man sagt, ich hatte so einen krassen Kater und dann ist es so, oh ja krass, wie viel hast du gesoffen und dann ist es so, bam, Hero. Maximal 1. Ich vertrage nicht. Maximal 1. Nachschub für die beiden. Runde 2. Ich fühle mich noch ein bisschen ausgeschlossen. Aber vielleicht ändert sich das auch noch. Ich weiß nicht, ich glaube, vor allem bei den Schnäpsen habe ich gedacht, ach, weil da spürt man die Wirkung so schnell. Die spüren die jetzt, ich spüre die nicht. Los, Mein Mund ins Poschteckel. ist alles rein. Wir ziehen weiter zu Bernd ins Poschteckel. Andreas hat mir dann gekündigt. Wirklich, da muss er. Wir können auch sagen, Das Bier. endlich Bier. Endlich Bier. Wenn ihr zwei unterwegs Das eskaliert seid, eh. dann trinkt ihr ja sowieso eigentlich immer wahrscheinlich, Nee, oder? wir trinken gar nicht immer. Nö. Nachmittags und morgens nicht. Nein, Nein, wir hatten auch schon trinken Abende, bewusst wo nicht. wir gar nichts Zu trinken. mir sind tatsächlich dann eben so geplante Eskalationen, tatsächlich so wie heute lieber, so jetzt geht's rund und dann geht's halt meinetwegen auch rund, als dieses gedankenlose Alkohol trinken, ohne drüber nachzudenken, wenn du genauso gut Wasser trinken könntest, weil es einfach keinen Unterschied macht. Was habt ihr an Drinks? Wir sind so Abteilung Gin Tonic, Moskau Mule. Ach so, ja, dann trinke ich einen Gin Tonic. Ich mache mit, ich trinke auch einen Gin Tonic. Hast du alkoholfreien Gin? Nein, leider nicht. Ja, dann nimmt sie auch einen normalen. Nein.
Es geht in Runde 4. Ich glaube, Sie sind jetzt so ein bisschen runtergekommen und ich bin so ein bisschen hoch, weil ich mich ein bisschen wohler fühle jetzt. Und jetzt ist es irgendwie cool. Braucht man immer einen zweiten zum Trinken? Was sagst du? Weißt du was? Wenn man keinen zweiten zum Trinken braucht, dann sollte man es echt lassen. Aber ich trinke, wenn wir zum Beispiel Feierabend haben, ich trinke halt nie alleine zu Hause. Also das finde ich halt auch ein Ding. Weil das ist halt auch eine Selbstkontrolle. Solange ich, so wie wir jetzt uns hier treffen oder eben, wenn man Feierabend hat, weiterzieht. Aber zu Hause alleine sitzen, wenn keiner da ist und dann, ich käme jetzt nicht auf die Idee, mir einen anspruchsvollen Film anzumachen und mir dabei 2 Gläser Rotwein zu. 3 Mirabellen hätten wir gerne noch. Runde 5. Alleine zu Hause trinke ich nix, sagen mir viele. Klingt auch so nach Rechtfertigung. Ich mache das aber schon manchmal. Da versuche ich jetzt einfach mal Kontenance zu bewahren. Und irgendwie das zu genießen und zu beobachten. So. That's the point of no return. Chef Mirabella. Wie ist es so nüchtern? Eigentlich ganz okay. Ich weiß vor allem... Haben wir uns verändert innerhalb der letzten 2 Stunden? Ach nee, wir haben uns gar nicht verändert. Ich lall auch gar nicht. Vor allen Dingen lässt du sie total gut antworten. Ja, ne? Tada! Es ist spannend zu sehen und zu hören, dass viele Sachen mehrfach besprochen werden. Und ich habe langsam das Gefühl, es sind so andere Leben. Ich meine, der junge Mann hört sich gerne selber reden und hat ein paar Drinks zu viel. Er hört sich dadurch noch ein bisschen lieber reden, ist alles okay. Er hört lieber ein bisschen zu, ist auch schön. Das ist mein Ding. Ich bin fertig mit den Nerven. Die 2 machen mich fertig. Ich möchte mich noch hocharbeiten zum so Rebendarsteller. Ich möchte gerne Weinönologe werden. Es ist wirklich sweet mit den 2, aber auch ein bisschen anstrengend. Ich glaube, ich könnte sehr viel über Weine erzählen. Ja. Tschüss, weil ich gehe jetzt ins Bett. Kuschel schön mit deinem Kohlrabi. What? Das bin ich absurd. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Ob ich auch so bin, wenn ich so viel getrunken habe? Weiß ich nicht. Kann ich nicht von außen beurteilen. Aber gut, ich bin froh, dass ich jetzt nach Hause kann und dass ich morgen auf jeden Fall sehr fit aufwachen werde. Ich war um 12:30 zu Hause und jetzt ist es 5:45. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich hurra schreiend aus dem Bett gefallen bin, nur weil ich gestern alkoholfreies Bier getrunken habe. Ich hab's geschafft. 10 Tage ohne Alkohol. Experten und Expertinnen sagen, das hat viele positive Effekte. Mein Schlaf und meine Haut sind in dieser Zeit besser geworden. Ich habe weniger Kalorien zu mir genommen und meinem Immunsystem tut es auch gut. Fakt ist, ich bin gut drauf. Ich habe viel nachgedacht und will bewusster mit Alkohol umgehen. Ja, nach all dem, was ich erlebt habe die letzten Tage, kann ich sagen, die Frage, die ich mir anfangs gestellt habe, also wo hört Spaß auf, wo fängt die Sucht an und trinke ich zu viel Alkohol oder habe ich ein Alkoholproblem, würde ich diese Frage mit Ja beantworten. Zwei Monate sind vergangen. Das Land ist wieder im Lockdown und der Himmel über Berlin passt zur allgemeinen Katerstimmung. Meine Feiertagslaune ist jedenfalls vorbei und die Bilanz zum Jahresende durchwachsen. Ich habe wieder getrunken, vor allem auch über die Feiertage. Nicht zu knapp, aber ich habe ganz anders getrunken. Ich habe viel bewusster getrunken, ich habe auch viel bewusster nicht getrunken teilweise. Und, das merke ich jetzt so beim Flaschen wegbringen, auch viel mehr alkoholfreies Bier zum Beispiel. Das ist eher so in meinem Kühlschrank vorhanden seither. Aber natürlich auch ganz normale Flaschen Wein.
Dieser Januar ist wirklich besonders trist. Fast alles dicht. Konzerte und Partys fallen flach. Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken ist sogar verboten. Aber ich frage mich, trinken die Leute deshalb weniger? Normalerweise ist hier in dieser Straße richtig viel los in den Bars und Restaurants. Aber jetzt zu Lockdown-Zeiten gibt es Alkohol nur noch im Späti oder in einem richtig schicken Weinladen. Ob sich da jetzt alle eindecken mit Alkohol, das will ich mal rausfinden. Wie viel wird in der Pandemie wirklich getrunken? Darauf gibt es noch keine eindeutigen Antworten. In einer Online-Befragung im ersten Lockdown gaben 37% der Befragten an, deutlich mehr getrunken zu haben. Eine andere Studie wiederum sagt, dass der Alkoholkonsum in Deutschland insgesamt gesunken ist. Das scheint damit zusammenzuhängen, dass Bars, Clubs und Kneipen zu haben. Dafür trinken bestimmte Gruppen offenbar mehr, vor allem Frauen. Wie ist denn das jetzt, wenn hier in der Straße alle Bars und Restaurants zu sind? Sind dann alle hier? Ja, den Eindruck haben wir auf jeden Fall. Also wir sind immer noch sehr, sehr, sehr gut besucht im Moment und haben unsere Stammkunden hier aus unserem Kiez, aber auch viele Leute, die extra wirklich hierher kommen zu uns und ja, kaufen sich dann einen besonderen Wein oder gönnen sich mal eine Flasche, die vielleicht ein bisschen was Besonderes ist. Wollten uns das für heute Abend kaufen, weil normalerweise gehen wir uns unser Lieblingsrestaurant hier um die Ecke. Und ja, geht gerade nicht deswegen. Wir machen es uns jetzt richtig schön zu Hause. Und könnte ich was probieren? Ja, selbstverständlich kannst du was probieren. Der Laden beliefert eigentlich auch Restaurants und Kneipen in der Umgebung. Diese Einnahmen sind mittlerweile weggebrochen. Auch die hauseigene Bar hat zu. Isabella lässt mich einen Rosé aus Württemberg probieren. Wie ist denn das bei dir? Wie oft trinkst du oder wie trinkst du Alkohol? Wenn man sich mit Wein beschäftigt, kommt man auch öfter dazu zu sagen, oh, den möchte ich auch auf jeden Fall mal probieren. Ja, stimmt, der ist so und so. Da hat man schon mehr Chancen sozusagen, Wein zu konsumieren. Aber trotzdem habe ich mir auch fest vorgenommen, jetzt, und ich habe es auch bis jetzt schon geschafft, den sogenannten Dry January durchzuziehen. So von wegen zu viel trinken. 0,1 wäre ja für mich als Frau, als Tagesdosis okay. Ich glaube, 0,1 habe ich jetzt in dem kurzweiligen Gespräch mit Isabella schon weggesüffelt. Ja, lass mal stehen. Ich komme gerade von einem Treffen mit einem Freund nach Hause und ich bin echt ein bisschen entsetzt darüber, wie oft mir Alkohol angeboten wurde, obwohl ich von Anfang an gesagt habe, ich will nichts trinken. Ich habe gesagt, ich will heute nach Hause kommen und nüchtern sein. Und ich habe das von Anfang an gesagt und mir wurde trotzdem so oft irgendwie was angeboten, so im Sinne von, jetzt stoß doch wenigstens mit uns an oder ach komm, wenigstens einen Absacker, einen Schnaps jetzt noch auf dem Nachhauseweg. Das war irgendwie echt unangenehm. Januar, Monat der guten Vorsätze. Einer davon ist für immer mehr Menschen kein Alkohol. Dry January, also trockener Januar. Die trinkfreudigen Briten haben damit offenbar gute Erfahrungen gemacht. Dry January ist eine Kampagne der britischen Gesundheitsbehörde. Passiert auch in meinem Freundeskreis. Viele Freunde von mir, die sagen, sie haben an den Feiertagen so viel getrunken, dass sie jetzt definitiv mal einen Monat gar nichts trinken. Und es gibt zu diesem Dry January auch eine Studie, die ist ganz interessant. Und zwar 71% der Probanden haben besser geschlafen, ohne Alkohol zu trinken. Mehr als die Hälfte konnte Gewicht reduzieren, fast 2/3 hatten mehr Energie. Und, das finde ich besonders spannend, der alkoholfreie Monat hat dazu geführt, dass die Probanden auch ein halbes Jahr später weniger Alkohol getrunken haben. Dieses Jahr mache ich das nicht, weil mir ist es irgendwie jetzt wichtiger geworden, dass ich in allen Lebenslagen, in allen Monaten im Jahr bewusster trinke. Wenn uns also der Verzicht auf Alkohol so gut tut, warum trinken wir denn dann überhaupt? Das will ich von Gerhard Bühringer wissen. Er ist Professor für Suchtforschung in Dresden. Hallo Herr Bühringer, was passiert eigentlich
in meinem Gehirn? Was passiert in meinem Körper, wenn ich Alkohol trinke? Ja, also es passiert eine ganze Menge. Zunächst, Alkohol wird übers Blut aufgenommen und kommt relativ schnell ins Gehirn. Also zum einen setzt Alkohol an GABA-Rezeptoren an. Das sind Rezeptoren, die dazu führen, dass sie sich entspannen und ruhiger werden. Das heißt, sie trinken immer mehr, um die gleiche Wirkung zu erreichen, Entspannung und Ruhe. Dann gibt es noch andere Rezeptoren. Dort tun Dopamine andocken. Was jetzt passiert, dass die Dopaminproduktion ausgeweitet wird durch Alkohol. Das heißt, es werden mehr Dopamine frei, die aufgenommen werden müssen. Wenn der Alkohol wieder weg ist, wollen aber die Rezeptoren, die sich auch ausweiten, wieder Alkohol haben. Das heißt, es führt dazu, dass ein Bedarf entsteht, erneut Alkohol zu nehmen. Es passiert auch eine Konditionierung. Nehmen Sie an, Sie haben lange nichts getrunken und Sie trinken gern Wein. Nehmen wir das. Und Sie stellen sich jetzt eine Situation vor mit Bekannten, schöner Abend, es gibt irgendeinen Wein. Ja, da freuen Sie sich richtig drauf. Das ist ein reiner Konditionierungsprozess, weil Sie haben gelernt, im Laufe der Zeit Alkohol und die Erinnerung an Alkohol mit angenehmen Dingen zu verbinden. Das ist lustig, weil wenn Sie von einem schönen Abendessen mit Freunden und Wein sprechen, gehen bei mir die Mundwinkel gleich nach oben und ich denke, ach ja, das wäre schön. Jetzt in der Mangelsituation, wo wir das aufgrund der Pandemie kaum haben, ja, oder gar nicht mehr haben. Beim Rauchen ist es so, wenn ich jetzt in meinen Spätkauf gehe unten bei mir im Haus, dann komme ich rein und ich sehe auf allen Zigarettenpackungen riesige Warnungen. Ich sehe diese Karzinome, von denen Sie sprechen. Wenn ich aber zum Alkoholregal gehe, sehe ich da gar nichts. Müsste sich nicht da auch was ändern? Nahezu alle Alkoholforscher sind sich einig, dass man zumindest eine Aufklärung über, im Sinn des Verbraucherschutzes, eine Aufklärung auf die Flaschen drauf macht über risikoarme Mengen. Warum passiert das denn nicht? Wir haben eine starke Alkohollobby und wir haben einen starken Alkoholproduktion, Herstellung. Sehr viele Personen in Deutschland leben von der Erwirtschaftung des Alkohols und der alkoholischen Getränke. Alles klar, Herr Bühringer. Das war sehr interessant, sehr informativ und ich sage Dankeschön und Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Wenn jemand sagt, ich trinke an 5 von 7 Tagen Wein, dann ist das doch etwas anderes, als wenn jemand sagt, ich trinke an 5 von 7 Tagen Whisky Cola. Da wäre man ja gleich so, what? Krass. Oder Korn. Ich trinke an 5 von 7 Tagen Korn. Und viele haben ja auch so teure Weine zu Hause und feiern das ja auch. Da gehe ich dann in den Keller und ich hole eine ganz gute Flasche Wein. So. Und mir geht es aber auch so, merke ich, weil ich auch Weinflaschen zu Hause habe, die so aus der Delikatessenabteilung kommen, mit denen ich auch irgendwie was Spezielles verbinde und die ich nur dann auf den Tisch stelle, wenn es irgendwie special ist. So. Ich fahre jetzt gerade zu Bernd, dem Kneipenbesitzer aus Neukölln. Und ich habe die letzten paar Wochen mit ihm geschrieben und er hat mir gesagt, der Lockdown ist für ihn besonders schwierig, weil er nicht nur eine geschlossene Kneipe hat, sondern auch noch eine Mieterhöhung gekriegt hat. In diesen Zeiten. Da kann ja nur noch Alkohol helfen, wa? Hallo Helle. Hallo Bernd. Schön, dich wiederzusehen. Ja, danke. Darf ich rein? Ja, gerne, hereinspaziert. Gut. Da saß jetzt lange niemand mehr, ne? Da saß jetzt sehr lange niemand mehr, seit dem 1. November. Seit 2 Monaten saß da niemand mehr. Bernd hält digital Kontakt zu einigen Stammgästen und lädt ab und an zur Telefonkneipe ein, um wenigstens virtuell anzustoßen. Hallo! Ich würde euch total gerne fragen, was ihr am meisten vermisst, jetzt wie die Kneipe zu ist. Was fehlt dir jetzt am meisten? Also es ist wirklich, die Geselligkeit, sind unheimlich viele nette Leute da, viele nette Gespräche.
Und es ist so eine Kneipe, wo man abends mal hingehen kann, ein Bier trinken kann und einen schönen Abend verbringen kann. Würdest du sagen, du trinkst jetzt mehr oder weniger während des Lockdowns? Um ehrlich zu sein, während des ersten Lockdowns war ich quasi, glaube ich, täglich so halb betrunken, glaube ich, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und dieses Mal ist es sehr viel weniger. Ich hoffe, ich sehe euch alle im Sommer mal, wenn die Kneipe wieder auf ist. Und prost euch dann zu. Was würdest du denn sagen, wie geht es der Kneipe? Gerade als Gastronom, das fehlt der tägliche Umgang mit Gästen, das Hallo und dass man halt einfach einen beruflichen Alltag hat tatsächlich. Hat sich bei dir etwas getan, seit wir so über Alkohol gesprochen haben? Hast du da manchmal drüber nachgedacht? Ich habe ganz viel darüber nachgedacht. Ja, jetzt gerade erst Weihnachten habe ich wieder drüber nachgedacht. Dadurch, dass jetzt aber seit 2 Monaten geschlossen ist, habe ich jetzt auch seit 2 Monaten fast keinen Alkohol getrunken. Ach. Also zumindest deutlich weniger, als das normalerweise der Fall wäre. Ich bin halt auch die meiste Zeit alleine tatsächlich, beziehungsweise bewege mich nur in sehr überschaubaren Kreisen. Leute, die ich sehe, das brauche ich keine 5 Finger für. Und deswegen, also mein Alkoholkonsum hat sich komplett geändert oder überhaupt die ganze Art und Weise des Konsums hat sich komplett geändert. Geht es dir besser, seit du weniger trinkst? Oder also spürst du irgendwelche positiven Effekte? Das ist schwierig zu sagen, weil ich permanent super angespannt bin gerade. Also im Moment ist ja wirklich so der harte Existenzkampf ausgebrochen. Seit wir geschlossen haben, das sind jetzt dann doch 2 Monate, hat man auf die November- und Dezemberhilfe gewartet, die man beantragen konnte. Aber es kam bis jetzt halt nichts an oder nur eine kleine Zahlung für November. Aber es kam halt einfach nicht genug an. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir das erste Mal, seit es Corona gibt, jetzt gerade unsere Miete nicht mehr zahlen können. Wir gehen gerade davon aus, dass wir bis April geschlossen haben werden. Und wie es der Zufall so will, hat unser Hausbesitzer hier uns mitgeteilt, dass wir ab April mehr Miete zahlen sollen. Wird es das Posch-Tackle im Sommer noch geben? Das wird sich zeigen. Also ich denke ja. Also das ist ja dann auch so ein persönliches Ding von mir, dass ich irgendwann beschlossen habe, so Corona kriegt mich nicht klein. Ich gehe stark davon aus, sobald man wieder draußen sitzen kann, wird es auch entspannter werden. Aber bis dahin muss man halt erst mal kommen. Ich hoffe wirklich sehr, dass es diese Kneipe im Sommer noch gibt. Das ist eine ganz schön komplizierte Sache mit dem Alkohol. Zumindest für mich. Weil ich weiß, dass ich gerne Alkohol trinke und ich auch den Rausch mag. Alkohol hat mir viele schöne Stunden beschert. Und ich weiß aber auch, dass jedes Glas Alkohol grundsätzlich schädlich ist für mich. Und auch die großen Mengen echt nicht gut sind. Und dass ich da dringend was ändern muss. Ich trinke viel bewusster jetzt. Und ich habe auch für mich erkannt, dass bewusst nüchtern bleiben auch richtig schön sein kann. Und sollte ich jemals wieder eine Homeparty machen, sowas wie die Orgie nach der Pest, dann wird da auf jeden Fall auch alkoholfreier Wein oder alkoholfreies Bier stehen für die Menschen, die keinen Alkohol trinken wollen. Weil ich finde das echt gut, wenn sich da was ändern würde. Wenn das normal werden würde, dass Menschen auch mal keinen Alkohol trinken.